Wir haben derzeit über 400 Nutzer, die Tendenz ist steigend, also es kommen laufend immer wieder Nutzer dazu, wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund, dass es immer wieder Preise zum Gewinnen gibt. Es wird ganz gut genutzt, es sind ungefähr 400 Pendelwege, die pro Woche aufgezeichnet werden. Und in Summe haben wir jetzt seit Oktober letzten Jahres über 43 Tonnen CO2 eingespart. Also ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Also ein Großteil der Nutzer sind Öffi-Fahrer, die sind sehr stark vertreten. Für die geht das relativ einfach, die lassen die App praktisch im Hintergrund mitlaufen und sammeln sie ihre Punkte, nachdem sie sowieso mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder sie durch die App vielleicht auch begeistern haben lassen, auf Öffis umzusteigen. Die nächste große Nutzergruppe sind die Fahrradfahrer, da natürlich sehr unterschiedlich über das Jahr gesehen. Im Sommer wird es stark durch die Radfahrer genutzt, im Winter sind immer die Harten dann, die die App dann nutzen oder vielleicht dann auch auf die Öffis umsteigen. Also die große Gruppe sind definitiv die Öffi-Nutzer. PaveCommute erfüllt den Zweck, den Mitarbeitern auch ein Signal senden, dass nachhaltiges Pendeln im Ordensklinikum wichtig ist, dass das auch belohnt wird, nachhaltiges Pendeln. Ja, und unterm Strich das Ordensklinikum Linz ein Puzzlestein, um ein attraktiver Arbeitgeber und ein nachhaltiger, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Was ich besonders schätze am PaveCommute ist einerseits der relativ niederschwellige Kontakt zur Firma. Also wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder irgendwelche Fragen gibt, erreicht man die Firma relativ einfach und man stoßt auf offene Ohren für Verbesserungsvorschläge. Und das schließt dann an, die App wird laufend verbessert. Also es ist von dem, wenn ich daran denke, wie es Oktober letzten Jahres ausgeschaut hat und wo man jetzt steht, hat sich da sehr, sehr viel getan und es geht in eine sehr gute Richtung, das bei den Mitarbeitern auch super ankommt. Das ist das, was eigentlich PaveCommute auszeichnet, finde ich. Unkompliziert, innovativ und sympathisch.